Hallo und herzlich willkommen in der Rib Kitchen. Heute Spaghetti Squash Lasagne. Vom Feuer. Lagerfeuer. So, und es geht los mit diesem Spaghetti Squash. Das ist ein Kürbis. Ein Squash ist ein Kürbis. Nicht jeder Kürbis ist ein Squash. Aber er heißt Spaghetti Squash, weil wenn man ihn gart und wenn man ihn gekocht hat, dann kann man so, dass er so Fäden zieht. Und wir machen daraus eine Art Lasagne, allerdings ohne Nudeln und natürlich auch ohne Hackfleisch, weil wir sind vegan unterwegs. Den Spaghetti Squash entkernen und garen. Dann in einem Topf, in einer Pfanne, Olivenöl erhitzen. Ich habe da so ein kleines elektrisches Gerät, was eigentlich ganz gut funktioniert. Und eine Zwiebel schälen, nicht klein schneiden, sondern einfach nur dazugeben. Die benutzen wir nur für den Geschmack und nicht, wir essen die nicht später. Eine Knoblauchzehe, auch die nur schälen und dazugeben. So richtig Gas gibt es nicht, ne? Also, komm. Ich stell's mal auf volle Pulle, mal sehen, ob es dann geht. Also, die zweite Knoblauchzehe auch bitte schälen und da bin ich jetzt unzufrieden mit. Feuer. Komm, ihr wisst, was ich vorhabe. Echte Männer kochen über Feuer. Also, schmeißen wir das ganze Zeug einfach hier oben drauf. Habt ihr ja auch zu Hause, oder? Ein offenes Feuer immer und dann setzt man sich da dran. Ist ein bisschen heiß zwischen den Beinen. Jetzt kriegt es ein bisschen Tempo da drauf. Gut. Also, wenn es ein bisschen angebraten ist, dann die Tomatendosen, gestückelte Tomatendosen dazugeben, Lorbeerblätter und Thymianzweige dort einfach reingeben, ein bisschen hin und her umrühren und das Ganze schön einkochen lassen auf Vollgashitze. Man nimmt den Spinat und schneidet den in feine Streifen. Den brauchen wir gleich für die Lasagne als unterschiedliche Schichtungen und immer mal wieder umrühren. Komm mal, da ist jetzt Feuer drauf, da ist Dampf drauf. So habe ich das gerne. Nun gratinieren wir. Wir machen schon mal den Oberhitzegrill an. Ich habe einen kleinen Hang zu Küchengeräten entwickelt. Das macht quasi ganz, ganz, ganz heiß von oben. Der Kürbis, der ist jetzt inzwischen gar und deswegen nehmen wir ihn rüber. Und jetzt seht ihr gleich, warum dieses Ding Spaghetti Squash heißt, weil man mit einer Gabel so reinziehen kann und so quasi, jetzt zieht so Fäden und das ist die Basis, quasi die Nudel von unserer veganen Spaghetti Squash Lasagne. Ich habe was gelernt bei der Bolognese und verbrenne mir nicht mehr die Finger und nehme den Topf rüber und der ist jetzt, die Marinara ist eingekocht, diese Tomatensoße mit ein bisschen Geschmack quasi, den Deckel immer im Grill abstellen, damit er schön heiß bleibt und jetzt mit einem Löffel einfach die Marinara langsam auf diesen Spaghetti Squash einfach draufgeben. Das wird wie gesagt unsere Lasagne und jetzt müssen wir sie schichten. Ein bisschen Salz da dazu, das hilft immer. Und den Spinat, den klein geschnittenen Spinat einfach dort hingeben. Und jetzt veganen Käse obendrauf. Das ist, glaube ich, auf Cashew-Basis. Ist ehrlich gesagt das einzige Produkt, was ich ein bisschen vermisse in der veganen Küche. Käse. Aber vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee. Schreibt mir das gerne. Wir nehmen einen Löffel und stapeln das weiter. Noch einen Löffel Tomatensauce. Marinara, noch einen Löffel. Komm, der Zweig, der muss da raus. Den lassen wir, wie gesagt, draußen. Komm, ein Löffel geht noch. Dann machen wir da noch einer. Also, jetzt ist auf jeden Fall wieder eine Schicht Tomaten und dann kommt wieder eine Schicht Spinat obendrauf. Ist relativ easy, das alles zu kochen. Ein bisschen Pfeffer. Und obendrauf nochmal Käse. Das ist die letzte Schicht, weil die wollen wir jetzt gratinieren. Und das mache ich, wie gesagt, in so einem Oberhitze-Supergrill, der zum Fleischmachen auch geeignet ist, aber ich benutze den hier zum Gratinieren. Zwischendrin einmal umdrehen, dass von beiden Seiten gleich gratiniert ist, also seitlich umdrehen um 180 Grad. Fertig ist diese Lasagne, die wirklich eins meiner Leibgerichte ist. Ein bisschen gratinieren, wie sagt man dazu? Ein bisschen Spinat drumherum, damit es schön aussieht. Salz drauf, fertig ist die Lasagne aus der veganen Rib Kitchen.